Grüße aus China. Wir sind in Chongqing angekommen. Nach 5 Stunden Zugfahrt, die wirklich entspannt waren. Wir sind quer durchs Land China gefahren. Es war schon interessant rauszuschauen. Baulich und das, was auch infrastrukturmäßig hier los ist. Selbst irgendwo auf dem Land ist schon eine ganz andere Hausnummer hier. Jetzt müssen wir erstmal rauskommen aus dem Bahnhof. Dann fahren wir mit dem Taxi in die Stadt. Da kann man bestimmt auch schon ein bisschen was sehen. Let's go. Bevor wir hier angekommen sind, haben wir schon öfter gehört. Chongqing ist riesig und ziemlich unübersichtlich. Viele sagen sogar, dass man sich hier schnell verlaufen kann. Mal sehen, ob wir es schaffen, unser Hotel zu finden. Und diese Fahrt, ungefähr 25 Minuten, hat uns jetzt 2,31 Euro gekostet. Ja, jetzt kommt natürlich wieder die schwierige Situation hier zu navigieren. Das soll ja hier in Chongqing sowieso so ein schwieriges Thema sein. Und jetzt schauen wir mal, was dran ist. Wir stehen hier inmitten von Wolkenkratzern. Alles leuchtet, alles ist bunt, es ist viel los. Also wir haben gerade hier im Hintergrund ein Schild gesehen von unserem Hotel. Das heißt, wir sollten gleich da sein. Da steht es dran. Wir sind gerade einfach von der Straße außen reingelaufen, gehen im Fahrstuhl und sind schon im 5. Stock. Diesen schönen Karten hier weißt du nicht, auf welcher Ebene du gerade bist. Und es kann alles unter oder über dir sein. Alicia hat ein schönes Zimmer gebucht, glaube ich. Das schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Was hier los ist, wenn man reinkommt, ist man hier direkt im Badezimmer. Also hier werden Sachen aufgehängt, kleiner Kühlschrank, Waschbecken, Spiegel, richtig geile grüne Fliesen. Wenn man dann ein Stück weiter geht, haben wir hier zu meiner Rechten die Dusche mit WC. Dann geht es weiter, dann kommen wir hier ins Schlafgemach. Wir haben ein großes Bett, wir haben hier ein Fenster mit Leinwand und eins der Highlights hier ist auf jeden Fall die freistehende Badewanne. Wir sind hier mitten in der Innenstadt, also das ist der Spot. Ja. All das, was man hier kennt, ist hier drumherum und der Preis dafür liegt bei 30 Euro die Nacht. Ja, für 30 Euro die Nacht. Guckt euch das an. Und hier haben wir den Fluss, der einmal quer durch Chongqing fährt. In diesem Sinne würde ich sagen, wir gucken mal, was wir essen können und dann entdecken wir zusammen die Stadt. Let's go! Wir haben schon uns ein Restaurant rausgesucht. Wir haben auch noch 1, 2 Tipps zugeschickt bekommen, was wir essen sollen. Und das suchen wir jetzt mal. Unser Weg hat uns dann direkt in die Mall nebenan geführt. Eigentlich wollten wir ja was Lokales essen, aber wir hatten plötzlich richtig Lust auf etwas Bekanntes. Und so sind wir dann bei Pizza Hut gelandet. Aber keine Sorge, in den nächsten Tagen probieren wir noch so einiges aus, so wie direkt am nächsten Morgen. Und der nächste Tag fing direkt richtig abenteuerlich an. Auf der Suche nach einem Café haben wir dieses Lokal am Straßenrand gesehen. Oder eher am Treppenrand. Wir wussten auch nicht, was es hier gibt, aber die Leute waren nett und das Essen sah gut aus. Und vor uns stand dann eine Schüssel voll mit Nudeln, Hackfleisch und Kichererbsen. Und ja, es war auch richtig lecker. Und jetzt lassen wir uns abholen hier mit dem Taxi. Und dann fahren wir in ein Viertel, wo es sehr traditionell aussehen soll, wo aber auch schöne Cafés sind. Da können wir endlich einen schönen Kaffee trinken und dabei ein bisschen die Stadt von einer anderen Perspektive sehen.
sehr fancy Gegend auf jeden Fall. Aber das Coolste, weshalb wir überhaupt hier sind, ist die Aussicht, die man von hier hat. Du kannst von hier vielleicht so ein bisschen erahnen. Also der erste Eindruck ist schon wieder richtig überwältigend mit der Aussicht und dann diesen ganzen kleinen Häusern hier. Die sehen halt super traditionell aus. Ob sie es sind, keine Ahnung. Aber es gibt überall was zu gucken und man hat jetzt schon Angst, irgendwas zu verpassen. Und es ist einfach eine coole Atmosphäre hier gerade. Wir stehen hier übrigens bei einer sehr schönen Aussicht, wenn wir das gerade erzählen. Ist gut? Guter Cappuccino. Ja, wir sind weiterhin überwältigt von dieser Stadt, von diesen schieren Ausmaßen. Wir werden jetzt so ein bisschen durch diese Region hier schlendern und dann fahren wir rüber. Wir brauchen noch ein Ticket für heute Abend und dann fahren wir weiter. Es gibt hier 2, 3 Highlights oder noch ein paar mehr. Fahren wir auf jeden Fall mal eins abklappern. Ja, jetzt geht's erstmal los. Wir laufen jetzt über die Brücke, über den Fluss. Ich habe keine Ahnung, wie er heißt. Er ist wahnsinnig groß. Also man muss wirklich sagen, Qingli? Lingxi. So heißt der Fluss eventuell. Das Schöne ist, wenn man die Brücke läuft, man hat ganz viel Zeit, um sich alles anzugucken. Da hinten sind irgendwelche goldenen Gebäude, man sieht ein Riesenrad, man sieht allgemein sowieso den ganzen Innenstadtbereich, auf den wir die ganze Zeit gucken. Und wir sehen jetzt auch mal das Viertel, durch das wir die ganze Zeit gelaufen sind und können mal so einen Überblick gewinnen. Hier vorne sind wir vorhin mit dem Taxi hingefahren und dann sind wir da oben gestartet und haben uns unseren Weg durch das Labyrinth hier gesucht. Haben da vorne vorhin den Kaffee getrunken, waren hier unten gerade eben die Waffel essen und gerade eben sind wir ganz faul mit dem Fahrstuhl wieder hochgefahren. Wir sind gerade zu Fuß unterwegs zu dem Ticket Office. Wir haben uns kurzerhand entschieden, das einfach zu laufen, statt mit dem Taxi zu fahren. Und jetzt laufen wir durch so eine Residential Area. Und das ist sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Oh, ich glaube, wir hätten da rüber gemusst. Ne, Exit Stairs. Ja, die Treppen. Schwer zu navigieren. Verrückt, dass hier Leute einfach so ganz normal leben. Tschüssi, bye bye. Okay, damit sind die Pläne für heute Abend auch besiegelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt mitbekommen habt, um was es geht. Aber heute Abend um 19:10 Uhr haben wir einen Termin, um uns ein wenig durch die Stadt fahren zu lassen. Aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Jetzt fahren wir rüber zu einem Monument, zu dem ehemals höchsten Gebäude der Stadt. Denn ihr seht ja, was hier los ist. Und dann können wir uns gleich mal angucken, was hier mal das höchste Gebäude der Stadt war. So schnell geht das. Was hast du bezahlt? Oh. 8,60 €. Nee, 8 Yuan, also 1 Euro ja. noch was.
Let's go! Also im Vergleich zu den anderen Gebäuden, die hier heute stehen, ist dieser Turm wirklich mickrig. Kaum zu glauben, dass dieses Gebäude 1945 tatsächlich das höchste Gebäude der gesamten Stadt war. Und das mit gerade einmal 25 Metern. Zur kleinen Einordnung, zu dieser Zeit stand in New York bereits das Empire State Building mit über 380 Metern Höhe. Heute ist von dem alten Glanz kaum noch etwas zu spüren, denn drumherum ist richtig viel los. Viele deutlich höhere Gebäude, gigantische Malls und richtig viel Action. Der ganze Trubel hat uns richtig hungrig gemacht. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, dass ich richtig froh war, als wir ein Gyoza-Restaurant gefunden haben. Bekanntes, einfaches Essen, genau das Richtige. Wenn ich da nicht diese eine Sache vergessen hätte. Oh, das ist scharf. Richtig scharf, aber lecker. Und, bist du aufgeregt? Ja, ich bin aufgeregt. Es ist soweit. Die Tour geht los und wir kommen gar nicht mehr aus dem Staunen raus. Wir sind auf einer River Cruise, einmal unterwegs hier auf dem Fluss, der durch Chongqing fließt. Und wir sehen so viel hier vom Wasser. Oh, für Kinder ist süß, ja, ne? Für Kinder mache ich das. Ja, Sind wir wieder. da sind wir wieder. Das war eine abenteuerliche Fahrt. Nicht nur wegen der Aussicht an sich, sondern auch wegen dem Publikum. Und auch sehr süße Begegnungen, weil viele mit Kindern da waren. Und bei den Kindern sind wir immer gleich schwach geworden und haben ein paar Fotos gemacht. Aber wir sind wieder am Startpunkt. Eine Stunde hat es jetzt gedauert. Ja. Haben einmal ein bisschen den Fluss entlang, links, rechts. Es ist einfach atemberaubend, wie viele hohe Gebäude hier sind. Aber vieles wird auch hier durch die Lichter gemacht. Also Ja, es ist jetzt um 19 Uhr, 20 Uhr, wenn es dunkel ist, ein ganz anderes Stadtbild, als wenn man hier am helllichten Tag unterwegs ist. Ja. Am helllichten Tag wirkt es manchmal sehr grau und vielleicht auch ein bisschen traurig, Ja. wenn man so sagen kann. Aber das war unser erster voller Tag hier in Chongqing. Wir haben morgen nochmal einiges vor.
Morgen wollen wir auch mal das, was wir jetzt von außen gesehen haben, nochmal direkt begutachten. Morgen früh haben wir auch schon einiges geplant. Dementsprechend gehen wir jetzt eigentlich zufrieden ins Bett und freuen uns auf morgen. Genau. Das wird nochmal spannend. Let's go. Also Leute, ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist wichtig für das nächste, was wir machen. Wir sind gerade hier angekommen, ganz normal sind wir über diese Straße gekommen, sind hier gehalten hinter uns und gehen jetzt auf den Marktplatz, der direkt vor uns liegt. Also wir sind dahin ausgestiegen, sind hier einmal lang, sind dann hier vorne die Treppen hochgekommen und jetzt stehen wir auf diesem riesigen Marktplatz. Der schon cool aussieht, weil es endlich mal was ist, was ein bisschen traditioneller aussieht. Und ich habe jetzt schon 3 westliche Menschen hier gesehen. Echt? Ja. Ich noch nicht. Für einige von euch wird schon klar sein, was jetzt kommt. Aber dieser Marktplatz hier hat noch etwas ganz Besonderes, wofür er weltberühmt ist. Und ich muss sagen, im ersten Moment, auch wenn ich natürlich schon weiß, was jetzt kommt, kann man sich das nicht wirklich vorstellen. Das Besondere ist nämlich, dass dieser Marktplatz, der auch von dieser Seite, also wenn man von der Seite kommt, wo wir angereist sind, auf der Seite alles noch völlig normal wirkt und vor allem ebenerdig. Aber wenn man auf die andere Seite kommt, dann merkt man, dass hier auf einmal Brücken sind, die rübergehen zu einem Gebäude, auf dem 22. Stock steht. Und wenn man sich das mal anschaut, dann geht es hier plötzlich richtig runter. Oh Leute, ich hasse Höhe, ne? Hier wackelt auch schon wieder alles. Oh mein Gott, das ist hoch. Ne, das kann ich nicht. Ich muss hier wieder runter. Ja, und man könnte sich jetzt fragen, mich eingeschlossen, was ist jetzt hier so Besonderes dran? Es ist einfach nur ein Marktplatz, der halt auf einem Haus gebaut wurde. Sowas hat man öfter mal, so Dachterrassen, so ähnliches. Aber es beschreibt sinnbildlich, wie diese Stadt hier aufgebaut ist. Nun aber genug von diesem Marktplatz. Wir werden jetzt weiter zur nächsten Attraktion fahren. Und zwar mit der Bahn. Und die Bahn spielt auch eine entscheidende Rolle beim nächsten Punkt. Ist eigentlich eins der Must-Dos, die man hier überhaupt in Chongqing machen kann, machen muss. Raus aus der Station und dann schauen wir uns das Ganze mal von außen an. Denn da hat man nochmal einen viel besseren Blick auf das, was gerade passiert ist. Eieieiei. Da sind wir also beim nächsten Punkt. Wir sind bei dem Haus, durch das einfach eine U-Bahn fährt, eine Metro. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich noch mehr dazu sagen soll.
Ansonsten hat der Platz nicht wirklich viel Charme. Du stehst hier am Wasser, davor ist Straße, Schnellstraße. Es ist warm, es ist laut. So ein typischer, wir können jetzt wieder gehen Moment. So, wir sind ein Stück weiter gereist, wieder Richtung Innenstadt. Das war gerade eben tatsächlich sehr, sehr voll. Hier ist nicht so viel weniger los, aber es ist deutlich ruhiger, denn wir haben mehr Platz. Wir sind auf dem People's Square Marketplace und schauen gerade auf das Auditorium. Eine riesige Markthalle, Messehalle, die hier in Chongqing steht, schon seit mehr als 70 Jahren, ist also auch schon ein paar Jahre älter. Wetter ist heute mal ein bisschen wärmer. Wir haben 19 Grad. Gestern waren es um die 14 Grad. Jetzt werden wir einfach nach Foto gefragt. Das war sehr, sehr random gerade. Nicht das erste Mal, dass sowas passiert, aber das war überraschend. Ja, das war sehr plötzlich. Nachdem wir eben ein bisschen überfallen wurden von der Frau, kam sie gerade noch mal hin und hat uns noch mal ein bisschen ausgefragt, wer wir sind, was wir machen. Aber das ist ganz süß. Und es kam sofort noch eine andere Frau dazu, die einfach mithört. Das ist immer verrückt. Wir sind gerade mal hochgegangen zum Museum, was hier direkt angebunden ist. Und von hier hat man nochmal einen richtig coolen Ausblick auf das Auditorium. Vor allem sieht man mal die Stadt, die im Hintergrund liegt. Ich drehe mich mal um. Zack. You're welcome. Na, mein Model? Also wenn man sich einmal fühlen möchte wie ein Promi, kommt nach China. Das seid ihr es. Komm auch mit drauf. Hello. Grüße aus China. Jetzt wartet noch ein richtiges Highlight auf uns. Wir wollen in die leuchtende Altstadt von Chongqing nach Hongyadong. Und wenn wir schon einmal da sind, wollen wir natürlich auch gleich den berühmten Hotpot mit der geheimen roten Soße essen. Den darf man sich hier in Chongqing auf keinen Fall entgehen lassen. Ich bin sehr gespannt, wie es nachher aussieht, wenn es wieder dunkel ist und die Gebäude und die ganze Stadt wieder anfängt zu leuchten. Das muss bestimmt krass sein. Ich hätte Bock, mich hier irgendwo hinzusetzen mit einem schönen kalten Bier. Das sollten wir mal schauen. Ja. Das sieht krass aus, oder? Ja, das ist cool.
Oh wow. Junge, wie geil ist das denn? Hello. 会说 you are speak Chinese No Chinese. 我们右手哦好的 OK 谢谢 Es herrscht erst einmal große Verwirrung, wie immer hier, wie man jetzt mit uns umgehen soll. Aber es ist immer dasselbe. Wir müssen es übersetzen und dann sagen wir, was Sache ist. Aber guck dir mal an, was in der Zwischenzeit geliefert wurde. Das brutzelt schon. Ja, das brutzelt schon. Shishi, thank you so much. Aber, was ich eigentlich sagen wollte, guckt euch mal an, bei was für einer Location, bei was für einer Aussicht wir hier sitzen und gerade Hotpot essen. Das ist Wahnsinn. Ich bin wirklich gespannt, was wir dafür nachher bezahlen. Unser Essen ist auch mittlerweile angekommen, wie man sehen kann. Wir haben schon 2 Soßen bekommen, die wurden uns zusammengestellt. Da gibt es noch so ein kleines Soßenmenü. Kennen wir uns halt überhaupt nicht aus. Und dazu gab es jetzt ein bisschen, ja, all das, was wir uns bestellt haben. Ey, das ist so scharf. Ich habe das Gefühl, bei euch müsste es auch schon spicy ankommen. Ich nehme euch jetzt mal mit, wie man das hier macht. Wir haben jetzt schon ein Stück Rindfleisch. Das werde ich mir jetzt schön köstlich, schön spicy zubereiten und dann einverleiben. Let's go! Es ist soweit. Guck dir das an. Mamma mia. Und rein damit. Boah. Also ich kann nicht verstehen, warum ich früher nicht scharf gegessen habe. Mittlerweile bin ich so verliebt in den Geschmack von scharfem Essen. Vor allem dieses Hotpot hier. Man sieht ja nur Chili da drin schwimmen. Man kriegt ein bisschen Respekt davor. Aber eigentlich ist das vollkommen okay. Das hier ist diese Standard, die auch die empfohlene rote Geheimsoße, glaube ich, nennen sie das. Und die macht aus allem, was du da reinwirfst, was richtig geil geschmackvolles. Oh, fantastisch, wirklich. Außer man bekommt. Es war richtig scharf, aber auch mal wieder richtig lecker, also so wie immer beim Hotpot. Das Besondere dieses Mal war definitiv die Aussicht. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, um unsere Zeit in Chongqing perfekt zu machen, ist, dass wir einmal zu Fuß über diese Brücke gehen und uns die leuchtende Stadt nochmal aus der Entfernung anschauen. Wir gehen jetzt mal los. Let's go! Freunde, was waren das für Tage hier in Chongqing? Es gibt wirklich einiges zu sehen und dementsprechend sind wir mittlerweile echt kaputt. Wir sind viel gelaufen, vor allem viele Treppen, aber es hat richtig Spaß gemacht, diese Stadt Stück für Stück zu erkunden und so langsam eine Übersicht zu gewinnen. Wenn es euch auch gefallen hat, lasst mal gerne ein Like da, schreibt in die Kommentare, was euch am besten gefallen hat und abonniert den Kanal, um auch die folgenden Videos nicht zu verpassen. Für uns geht's weiter, bis dahin, ciao, ciao!